Hallo und herzlich willkommen. Diesmal gibt es ein kleines Spezial, weil ich eine Anfrage gekriegt habe, ob ich nicht ein Video zu vollständiger Induktion machen kann. So, wie ihr wisst, vollständige Induktion ist nicht nur für die Mathematik ziemlich wichtig, sondern auch für uns Informatiker. Denn wenn wir irgendwas programmieren, dann müssen wir das schnell tun. Zwar heute nicht mehr so krass wie früher, aber immer noch ziemlich krass. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt hier ein Java-Programm schreibe, das n mal i aufaddiert, dann dauert das länger, als wenn ich einfach hier kurz n mal n plus eins durch 2 teile. Und zwar, das hier dauert n, aber ich mache zur Laufzeit noch ein gesondertes Video, also hier soll es um vollständige Induktion gehen. Also einfach das hier berechnen ist deutlich schneller als das hier zu berechnen, vor allem wenn die Formeln dann noch komplizierter werden. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ich denn beweisen kann, dass so eine Formel stimmt. Ich habe mir jetzt als Beispiel mal diese Formel hier rausgepickt. Da gibt es noch viele andere, aber das Verfahren ist immer absolut gleich. Das ist das Tolle daran. Also ihr könnt da immer gleich vorgehen. So, wie fängt man an? Man schreibt erstmal Induktionsanfang hin oder einfach IA. Punkt. Ja. Ähm, und was ist unsere unser Induktionsanfang? Ich schreibe es am besten mal aus, damit man es nachvollziehen kann. Induktionsanfang. Es hört sich alles so kompliziert an. Induktion, irgendein Herd oder sowas? Nein. Äh, Alles ganz easy. So, Induktionsanfang bedeutet hier erstmal, ähm, ich möchte über irgendeine Variable hier drin iterieren und möchte zeigen, dass diese Sache hier für all diese Variablen gilt. Es ist scheißegal, ähm, welches ich dafür einsetze, es muss immer gelten. Und ja, in diesem Fall ist i unsere Zählervariable und wir haben sonst nur eine einzige andere Variable, nämlich dieses n. Also können wir ganz getrost über n induktionieren. Ist egal. Wir können n als Variable benutzen, über die wir halt dieses Verfahren zeigen wollen. Also fangen wir an mit n gleich 1. Wir setzen am Anfang einfach mal n gleich 1. Und jetzt möchten wir zeigen, dass diese Gleichung hier für n gleich 1 stimmt. So, also was passiert, wenn wir die Summe aus i gleich 1 bis n, also von i gleich 1 bis 1 über i ausrechnen? Naja, die Summe von 1 bis 1 über 1, also 1 ist 1 natürlich. Ähm, und das muss jetzt gleich sein. Wo ist die Formel? Ach, ich hätte das vielleicht in der Formel schreiben sollen. Machen wir das nochmal. Formel. So, hier. Also die Summe ist 1. Hier steht also gleich, auf der linken Seite steht 1 gleich n mal, ich schreibe das gerade mal aus. Na, wo haben wir es denn? Also n ist hier jetzt auch gleich 1, ne? Das wisst ihr ja. Habe ich ja hier oben eingesetzt. N gleich 1, also 1 mal 1 plus 1 ist, ich schreibe es aus, ist höchstwahrscheinlich 2 durch 2. So, was steht jetzt hier auf der linken Seite? Also 1 mal 2 ist 2, 2 durch 2 ist bekanntlich auch 1. So, damit wäre unser Induktionsanfang erfüllt, weil ja diese Gleichung hier erfüllt ist. Das heißt, die linke Seite ist gleich der rechten Seite. Punkt. So, unsere Induktionsvoraussetzung ist unser zweiter Schritt. Und ich sag's euch sehr gerne, Voraussetzung. Ich bin irgendwie heute nicht Multitasking. Ich habe mich verschrieben. Natürlich. Das ist dein Problem. Voraussetzung schreibt man wahrscheinlich nur mit einem R, ne? Ja. Oh, nicht speichern, tut mir leid. So, also, was ist unsere Induktionsvoraussetzung? Naja, genau das hier. Also wir können einfach hier alles nehmen und da hinschreiben. Und dann setzen wir noch einen kleinen Text vorne dran. Ähm, sei n beliebig, aber fest. So. Und es gilt für n. Doppelpunkt. Und jetzt muss eben für jedes beliebige, aber festes n gelten, dass diese Gleichung hier erfüllt ist. Und das ist auch schon alles, was ihr bei der Induktionsvoraussetzung machen müsst. Das Schwierige kommt erst beim Induktionsschritt. Aber wirklich ganz wichtig, schreibt den Induktionsanfang und die Induktionsvoraussetzung jedes Mal hin, vor allem wenn ihr in der Prüfung seid. Wenn ihr es für euch privat macht, könnt ihr das mal sein lassen. Aber die Dinger geben meistens schon ungefähr die Hälfte der Punkte und die sind jetzt echt nicht schwer gewesen. Das hier ist quasi Abschreiben der Aufgabenstellung und einen kleinen Satz auswendig lernen und das hier ist für n1 einsetzen oder teilweise mal auch 0, je nachdem, wo man anfangen möchte. Wenn jetzt hier i gleich 0 bis n stehen würde, dann hätte man für n 0 einsetzen müssen beim Induktionsanfang.
Also wirklich nicht schwer. So, was jetzt eigentlich das Schwierigste ist, ist der Induktionsschritt. Und ich denke, da gibt es dann auch die meisten Probleme. Kann noch mal was schief gehen, aber das ist nicht so wild. Deswegen scrolle ich jetzt hier mal nach oben. Den Rest brauchen wir ja nicht mehr, nur noch diese Formel hier. So, was mache ich beim Induktionsschritt? Also Induktionsschritt bedeutet erstmal, ich gehe mit n auf n plus 1. Das heißt, ich setze jetzt hier mal für n plus 1 ein. Also in diese Gleichung hier, die noch in meinem Zwischenspeicher sein sollte. Ja, sehr geil. Setze ich n plus 1 ein. Hier. Plus 1. So. Und jetzt muss ich hier drüben auch überall n plus 1 einsetzen. Für n. Also hier, wenn ich n plus 1 schon da stehen habe, n plus 1 ist natürlich n plus 2. Kann man sich ja leicht denken. Immer diese Reflexe. Furchtbar. So, und jetzt müssen wir eben diese Gleichung hier zeigen, aber wir haben gegeben, dass diese Gleichung hier stimmt. Und das ist das Coole dran. Das heißt, wir können annehmen, dass für das n eben diese Gleichung hier oben gilt und müssen es jetzt nur noch für das n plus 1 zeigen. Und somit haben wir es schon erfüllt dann. Gut, also was ist die Summe aus... Moment kurz. Ich mache mal die rechte Seite hier weg. Was ist die Summe aus i gleich 1 bis n plus 1 über i? Naja, das ist ja nichts anderes als... Moment. Wo ist denn hier? Formeltools da. Die Summe... Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch die Summe haben. Genau, hier. Die Summe aus i gleich 1 bis n über i plus, nicht mehr in der Summe drin, also schreibe ich es mal vorne dran. Und das ganze n plus 1 noch genommen. Denn ihr wisst ja, man kann aus einer Summe ganz leicht einfach was rausziehen. Zum Beispiel der höchste hier. Also wenn ich jetzt hier alles bis n aufsummiere und dann noch n plus 1 drauf addiere, weil ich hier ja einfach über i drüber iteriere, dann kann ich das hier auch aus der Summe rausziehen. Jetzt steht es vorne dran. So, und jetzt erkennen wir aber diesen Teil hier in unserer Induktionsvoraussetzung wieder und können ganz einfach für den einsetzen. Das heißt, hier nutze ich die Induktionsvoraussetzung. Mal gucken, ob ich da was Schönes habe. Ja, habe ich sogar. Nein, habe ich nicht. Verdammt. Schade. Also normalerweise schreibt man dann über das ist gleich einfach noch ein i.v. dafür, dass man die Induktionsvoraussetzung eingesetzt hat. Und genau das mache ich mal extra mit Copy-Paste, damit ihr seht, wie easy das doch ist. So, das ist jetzt der Teil hier und dann schreibe ich noch n plus 1 plus vorne dran. So. Die Klammern kann man bekanntlich auch weglassen, das ist jetzt nicht wirklich relevant. So, was möchte ich jetzt machen? Ich möchte das hier auf diese Form hier bringen. Und das ist schon deutlich leichter, als wenn ich hier so eine dämliche Summe habe. Denn ich kann hier einfach für diese Summe das von der Induktionsvoraussetzung einsetzen, weil es ja genau dasselbe ist. Das heißt, das hier dürfen wir als gegeben annehmen und müssen nur noch das hier zeigen. Gut. Aber wenn ich jetzt hier doch n plus 1 habe und ich möchte das Ganze mit dem hier addieren, also den Teil hier auf das drauf addieren, weil anders kriege ich das ja nicht auf einen Bruch und das brauchen wir ja, dann kann ich auch einfach kurz schreiben, wo ist der Bruch? Dass es mir immer das wegmacht. So, ich sag hier oben n plus 1 und ich möchte das Ganze aber um 2 erweitern. Jetzt müsst ihr mal noch euer Schulmathe einsetzen. Sollte auch kein Problem sein. Die Klammer nicht vergessen, sonst wird es ein Problem. So, und jetzt hier einfach den rechten Teil kopieren. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen, was ich gemacht habe. Ich habe einfach den linken Bruch hier um 2 erweitert. Und jetzt kann ich das Ganze natürlich... ist das noch im sichtbaren Bereich? Ja, ist es. Schön. Jetzt kann ich das Ganze auf einen Bruch ziehen. Dann steht hier 2 mal n plus 1 plus n mal... Oh, perfekt. Neue Zeile. N mal n plus 1 durch 2. Ich habe das jetzt einfach auf einen Bruch gezogen. Nichts Magisches passiert. Ganz easy. So, und jetzt kann ich ein bisschen was Trickigeres machen. Ich kann hier n plus 1 ausklammern. Das haben wir ja hier und hier stehen. Das heißt,
wenn ich n plus 1 ausklammer, komme ich hier wieder zu meinen Faktoren. Also schreibe ich hier wieder ist gleich und tue wieder meinen Bruch einfügen. Ähm, so, also ich sagte n plus 1 ausklammern. Das heißt, ich mache hier mal und dann kommt hier alles in die Klammer rein, was nicht n plus 1 ist. Also das hier habe ich rausgeschmissen und das hier habe ich rausgeschmissen. Was bleibt stehen? Naja, 2 mal 1 plus n mal 1. Also 2 mal 1 ist 2 und n mal 1 ist n. Und natürlich hier plus in der Mitte bleibt auch stehen. So, 2 plus n ist aber dasselbe wie n plus 2. Und hier noch durch halbe. Und was ihr jetzt hier seht, ist, das hier ist gleich das hier. Und wenn ihr eine Induktionsaufgabe habt, dann muss das eigentlich immer so aufgehen, wie es hier gerade aufgegangen ist. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen schwieriger herauszufinden, was kann ich jetzt hier machen, damit ich auf meine Induktionsvoraussetzungen komme. Also dass ich das hier habe, für das ich das dann einsetzen kann. Aber das Prinzip ist immer dasselbe. Ja, also wenn ihr mit irgendeiner Induktionsaufgabe vielleicht nicht vorwärts kommt, dann könnt ihr mir die von mir aus auch posten. Dann kann ich euch das auch in einem Video erklären. Ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Also eigentlich echt nichts Schweres. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Ihr habt das hier gegeben, ihr sollt das zeigen. Also tut ihr erstmal den ersten Wert einsetzen, in dem Fall n gleich 1, weil das der niedrigste Wert ist. N gleich 0 wird keinen Sinn machen, dann würden wir überhaupt nicht in die Summe reingehen. Also n gleich 1, dann haben wir hier einfach nur 1 stehen. Dann n für die rechte Seite einsetzen und wir bekommen 1 raus. Dann die Induktionsvoraussetzungen, den Satz hier quasi abschreiben und das hier abschreiben, was ihr zeigen sollt. Und im Induktionsschritt n in der linken Seite um 1 erhöhen, in der rechten Seite um 1 erhöhen und das müsst ihr dann zeigen. Dann die linke Seite nehmen, möglichst schauen, dass ihr irgendwie auf die Induktionsvoraussetzung kommt, also dass da nur noch ein n steht und kein n plus 1 mehr, indem man zum Beispiel aus einer Summe was rauszieht. Das geht übrigens auch mit Faktoren, also wenn ihr da aufmultipliziert i gleich 1 bis n habt, könnt ihr das auch einmal rausziehen. Dann für den Teil, der gleich aussieht wie eure Induktionsvoraussetzung, einsetzen und dann so lange umformen, bis ihr irgendwie auf euer Endergebnis kommt. Es kann auch mal passieren, dass ihr euer Endergebnis nehmen wollt und dann nach dem Einsetzen, also hier in diesem Schritt, ihr kennt ja das hier schon, könnt ihr natürlich auch von dem hier darüber umformen und dann darüber umformen und dann schauen, ob ihr das irgendwie auf dieses Ding hier kriegt. Also welche Richtung ihr dann nehmt, ist völlig wurscht. Ihr müsst nur halt irgendwie schauen, dass ihr den Teil hier dann auf das hier kriegt. Ja, das war jetzt ein recht einfaches Beispiel, aber ich denke, es hat gezeigt, wie vollständige Induktion funktioniert. Und zwar immer gleich. Das ist ja das Tolle dran. War jetzt eine sehr mathematische Anwendung, aber an denen kann man es am besten zeigen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und man kann es auch wirklich gut gebrauchen als Informatiker, als auch als Mathematiker. Denn man kann hier zum Beispiel die Laufzeit von diesem Programm hier deutlich verkürzen, wie gesagt, zu diesem. Ja, wenn ihr Fragen habt, wie immer in die Kommentare, Anregungen oder Spezialwünsche, wie jetzt eben dieses Video. Ihr seht, ich mache die dann auch wirklich. Ja, einfach in die Kommentare schreiben oder mir per PN. Und ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.